Am 16. und 17. September 2022 starteten die dritten Tannenhof Motorrad-Reisefilmtage unter dem Motto Mittelamerika trifft den Süden Afrikas. Und wir waren wieder mit dabei. Eingeladen von den Organisatoren Christina und Jürgen Hock sowie den Veranstaltern Stefanie und Tobias Roth-Blisset. Dem Veranstaltungsmotto entsprechend wurden auch wieder hervorragende Speisen und Getränke serviert. Am Freitagabend startete Jürgen Hock mit seinem Filmvortrag über eine Motorradreise durch Guatemala. Also wir haben 3 vor 8, habe ich gehört, das ist ziemlich nah an der Stadtzeit, ne? Und ich fange einfach mal an. Ich stehe jetzt, dann müsste vielleicht Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film von uns, und zwar zeigen wir euch ein kleines Land in Mittelamerika, und zwar Guatemala. 3 Wochen haben wir das mittelamerikanische Land mit einer BMW R1200 GS bereist. Nachdem wir den Hauptplatz, die Kathedrale und den Weihnachtsmarkt besucht haben, schauen wir uns jetzt noch ein bisschen auf dem Mercado Central in Guatemala Stadt um. Ja, hallo, wir sind heute bei Bavaria Motors in Guatemala Stadt. Und José Pinto übergibt uns heute das Motorrad, mit dem wir hoffentlich 3 Wochen lang Vergnügen haben werden. Pacífico. Ilusiones y sueños que he vivido entre mi charango suenan las zampoñas con el viento. Ay, yo, 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 yo. Ich starte heute in Monte Rico am Pazifik, 38 Grad Celsius hatten wir, sehr warm. Jetzt geht es in die Berge ab, da wird es dann 23 Grad warm. In Antigua, eine der schönsten Städte in Guatemala. Also hier in der Altstadt von Antigua, hinter uns eine Ruine von einer Kirche. Sehr schöner Platz. Die Altstadt ist also klasse, ist halt toll und sauber, und jede Menge koloniale Gebäude hat ihren Flair behalten. Also ganz, ganz toll. Jetzt erreichen wir also den Atitlansee auf 1562 Metern Höhe. 3 Vulkane im Hintergrund, das ist der Toliman, der Atitlan mit 3500 Metern der höchste und der Vulkan San Pedro mit 3020 Metern. In der 15.000 Einwohnerstadt Pandatyachel übernachten wir im Hotel Lago Atitlan Regis.
Los geht's nach Santiago, die Atitlan. El sol ya no me alumbra más. Mi vida es una tragedia. Unser Hotel in Quetzaltenango. Morgen geht's dann weiter. Of my true love's hair, her lips are like some rose despair of my love, and when she knows I love the ground whereon she goes, and I wish the day it soon come. Die Corner Azul, 3200 Meter hoch. Haben jetzt eine Wanderung gemacht auf einen Aussichtspunkt, von wo aus man ganz toll Vulkane angucken kann. Ja, heute Morgen hatten wir 5 Grad gehabt, also recht kühl. Heute geht es dann weiter nach Huehuetenango. Das ist also die Laguna Magdalena in Guatemala im Hochland. Knapp 3000 Metern Höhe, mit vielen Wasserfällen außenrum. So, es geht weiter, verlassen diesen schönen Platz und es geht nach Huehuetenango. Die erste Maya-Ruine, die ich mir angucke, ist die hier in Huehuetenango. Und wie heißt die Maya-Ruine? Sacaleu. Sacaleu. So, jetzt gehen wir mal rüber an den Haupttempel, an die Pyramide. Kann man hochgehen, wie es aussieht, und schon bei anderen Leuten oben. An alle, die sich noch erinnern können, in dieser Anlage wurde in den 70er Jahren auch ein Tarzan-Film mit Ron Ely gedreht. Weiter geht's nach Koban. Ja. Guatemala. Sind wir also in der Kleinstadt Guatemala. Markt. Geht was ab? Wir sind jetzt in der Kaffeeplantage Chipulbut und machen jetzt einen Rundgang durch die Plantage mit Führung. Sind wir also im Kaffee drin. Überall hängen die Bohnen rum, Kaffeebohnen. Komm. Mit zum Höhlenforscher hier, ne? Bier, Cerveza. Ja, es war ein schöner Urlaub, haben wir genossen. 2400 Kilometer sind wir gefahren und ja, haben viel erlebt.
Abend zeigt Berthold seinen Film Namibia, der Norden. Diese geführten Touren habe ich bis jetzt gemacht in Argentinien und auch in Namibia sowie Südafrika. Der Jürgen hat schon gesagt, Partner ist der Greffeltreffel. Wir haben uns damals für Greffeltreffel entschieden, weil wir den größtmöglichen Freiheitsfaktor dort haben. Es ist halt nicht eine Tour, wo dann 12 Motorräder stur hintereinander herfahren, sondern der Veranstalter, der Ralf, der früher selber viel Enduro-Rennen gefahren ist und auch Motocross gefahren ist und kam dann vor über 30 Jahren nach Namibia, war also ein Verfechter vom Fahren nach Roadbooks und deswegen wurden dann die Motorräder mit kleinen GPS-Geräten versehen. Das heißt, da sind die Routen aufgespielt und es kann dann jeder, der fährt, entscheiden, fährt er allein, zu zweit, zu fünft oder wie er Lust und Laune hat. Jetzt würde ich sagen, starten wir. Starteten wir bereits um 8:40 Uhr auf unserer 350 Kilometer lange Etappe. Letzte Woche bin ich die Strecke gefahren, da sind sehr, sehr viele rausstehende Steine. Fahrt bitte langsam diese Strecke. Da wirklich, sonst hauen wir uns die Felgen kaputt oder im schlimmsten Fall landet ihr im Graben. Treffen dann so Temperaturen zwischen 35 bis 40 Grad. Wenn man da so fährt, staubt danach entsprechend. Und man will nicht unbedingt derjenige sein, der den Staub frisst. Also guckt man mal, dass man ziemlich weit vorne fährt. 120 auf der Piste ist nachher eigentlich so die Regel, die man fahren kann. Und es soll auch welche gegeben haben, die sind dann 160 gefahren und irgendwo in Felsen gelandet und nachher mit dem Rettungsflugzeug weggeflogen waren. Alles geht, alles ist machbar. Normalerweise ist es so, wenn der Letzte eigentlich ankommt, fahren die Ersten schon wieder los, bis dass der Tourguide sieht, es sind noch alle da. Als ich mal so viel Wasser da gesehen habe und habe dann auch ein bisschen erstmal danach geguckt, ob da die Lacoste-Truppe vielleicht irgendwo unterwegs ist. Da fährt man dann schon ein bisschen vorsichtiger durchs Wasser. Zweiter, den es zerlegt hat, und der Hänger war dann schon voll. Die Übeltäter, die den einen dann flachgelegt haben, das sind die Warthogs, also diese Warzenschweine, die kommen dann oft aus dem Nix. Von dem ersten Tor bis zum eigentlichen Lodge-Eingang, das können dann Entfernungen sein zwischen 8 und 15 Kilometer, bis man dann eigentlich mal an die tatsächliche Lodge kommt. Ein schöneres Zimmer mit einem eigenen Whirlpool und zusätzlich 2 Duschen. Und da kann man verstehen, dass meine Frau gesagt hat, wir bleiben noch ein paar Tage länger. Ging Gott sei Dank nicht. Sogenannte Webervögelnester. Und die dann am Rand hochkant stehen, das sind alles Termitenhügel. Wobei manche Termiten auch so schlau sind, die bauen dann auch ihren Termitenhügel direkt auf der Piste. Also auch das haben wir erlebt. Da war eine Kamera verloren gegangen, die jetzt irgendwo in der Botanik rumliegt, samt Speicherkarte. Das ist eine Winterhose
sollte man auch sehr vorsichtig mit sein, wenn die dann gerade über die Straße kommt, weil es kann sein, dass man dann neben der Piste liegt. Das ist eine Lodge, die kennt man auch aus den Filmen von Jürgen. Das ist hier links die Auffahrt hoch, das ist die Goldberg Lodge mit einem riesen Blick. Machen wir leider nicht untergebracht. Sogenannte Quarantänezaun für die Maul- und Klauenseuche. Also alles, was von Süden kommt, kriegt dann erstmal die Reifen abgespritzt mit irgendeiner Flüssigkeit, dass man da nichts nach Europa einschleppt oder in den Norden Afrikas. Um 9 Uhr verließen wir die Palmbach Lodge in Richtung Ogongo-Warnquelle, wo wir ein gemeinsames Bad nahmen. Danach ging es weiter durch das Oggofeld über hügelige Straßen nach Opovo, wo wir nach 275 Tageskilometern unser Quartier fanden. Kalb oder eine Kuh und dann ist man der Glückliche. Und Scheidung geht bei denen auch, da bringt man 2 Kühe. The father of the daughter has slaughtered also. The Sunday is the moment you get your wife and it takes you to the place. If you want it. Meine Frau war ja leider dabei. Also ich habe mich dann einmal dazugesetzt und dann hat die eine tatsächlich gemeint, sie will mir ihre Handynummer geben, ich soll dann später nochmal anrufen, er könnte sich dann wohl treffen. Dann gibt es noch irgendwie so ein Räucherzeug, was die sich dann in die Haare reinschaffen, damit die Haare gut riechen. Für Löwen und Elefanten. Das geht dann 14 Kilometer lang, bis man zum Haupthaus von der Lodge kommt. Und die Löwen, die laufen da halt frei rum, verfolgen auch gerne mal das eine oder andere Motorrad. Deswegen haben wir von unserem Tourguide extra die Anweisung gekriegt, immer zu dritt mindestens durchzufahren, wenn einer stürzt, dass die anderen schnell genug aufheben können. Aber die haben gemeint, der eine ist ein bisschen dicker, den schicken wir vorweg und das war ich. Man ist dann abends begleitet worden vom Restaurant zu seinem Häuschen, was man da hatte. Er hatte dann immer ein Gewehr dabei. Man konnte aber abends auf der Terrasse sitzen und die ist wohl absolut löwensicher. Ich glaube, das Ding war gerade 1 Meter hoch. So ein kleines Medical Center, das ist vielleicht wie bei uns so ein ärztlicher Bereitschaftsdienst. Die machen da nicht allzu viel und wie gesagt, der wollte halt ins Krankenhaus und dann wurde das Flugzeug von Swakopmund aus geordert und ohne diese 6.000 € Sicherheit an Hinterlegung mit Kreditkarten hebt das Teil dann noch nicht mal ab. Da Stämme oder auch die Krieger untereinander Krach haben, spielen die dieses Spiel, das auf Tage lang dauern kann, das ist ein Strategiespiel. Da wird auch der neue Häuptling mitbestimmt. Aber das Geröll und der Sand, man hat das optisch erst gar nicht wahrgenommen.